darunter ist unsere Feuerstelle. Und wir würden eigentlich ganz gerne heute Abend hier ein Feuer machen. Also müssen wir die Feuerstelle jetzt irgendwo finden. Wie sieht das so? Ist da von Ayla? I thought it was right here. Ey! Oh. Keine Ahnung. Irgendwo hier. Where is it? I don't know. Hallo, willkommen in unserem Garten, an unserer kleinen Feuerstelle hier. Wir waren diese Woche eigentlich fast jeden Tag unterwegs. Wir waren einmal mit Schneeschuhen wandern, wir waren dann mit den Hunden nochmal Skifahren und wir waren ohne Hunden Skifahren. Boah, entschuldigt, wenn ich hier so die Augen zwinker, aber der Rauch kommt immer genau auf mich zu. Wir probieren das allerdings auch wirklich alles in einem Rahmen zu halten, dass wir wirklich keinen begegnen, uns mit keinem treffen, wirklich alleine irgendwo, komplett alleine irgendwo draußen sind, soweit es möglich ist. Und möchten euch dann natürlich weiterhin unsere Geschichten hier erzählen. Das ist eine Wurstangel. Oh. Not brown yet. No. Wow. Letzte Nacht hatte ich noch mal Glück und es gab Nordlichter. Jetzt, wo die Nächte wieder kürzer werden und es nicht so lange dunkel ist, ist es halt wirklich so, dass unsere Nordlichtsaison jetzt gegen Mitte April zum Ende kommt.
Ein Riesenvorteil vom Winter hier und dass wir jetzt hier immer noch quasi bei Wintertemperaturen am Feuer sitzen, ist, dass es keine Mücken gibt. Aber normalerweise so ab April gibt es hier die ersten Mücken, die heißen Schneemoskitos. Die sind, na gut, die sind ganz schön groß verglichen zu den normalen. Wir nennen die auch Trainingsmoskitos, weil die sind groß, man sieht die gut und die sind langsam. Das heißt, nach einem ganzen Winter, wo man keine Mücken erschlagen musste, sind das die ersten, wo man wieder in Übung kommen kann, trainieren kann, diese Mücken zu zerschlagen. Hallo, ich dachte, ich melde mich nochmal. Ja, diese Welt ist ja irgendwie doch in einem Ausnahmezustand, der schwierig ist für all diejenigen, die jetzt ihre Familie nicht sehen können, für all die Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen können. Eigentlich, ja, für jeden von uns, der halt mit seinen Freunden und mit Familie nur übers Internet in Kontakt treten kann. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass das für uns jetzt irgendwie vielleicht einfacher ist, weil unsere Familien ja sowieso sehr weit weg sind und wir jetzt nicht mit denen täglich in direktem Kontakt standen. Aber nichtsdestotrotz ist mir schon klar, dass es für euch, je nachdem wo ihr gerade seid, irgendwo, die meisten von euch sind ja in Europa, dass es für euch wirklich schwierig sein kann. Vielleicht könnt ihr einfach diese Zeit nutzen, die ihr so im kleineren Kreis zusammen seid, um sich auf Dinge zu konzentrieren, die sonst so in den Hintergrund und im Alltag in Vergessenheit geraten. Ich weiß, ganz schwer ist es für diejenigen von euch, die alleine sind. Und ich hoffe, dass ihr per Telefon übers Internet ganz viel Kontakt habt und ganz viel Mut zugesprochen bekommt. Aber ich hoffe doch so ein kleines bisschen, dass durch die Videos, die ich euch schicke, die ja doch in einer ganz anderen Realität stattfinden und auch in einem ganz anderen Teil der Welt stattfinden, hoffe ich, dass ich euch so ein kleines bisschen unterhalten kann und euch ablenken kann und dass ihr sie genießt.